des lebendigen Gottes. Amen. Und wir erwarten wie immer, dass das Wort, was Gott uns gibt, dass das dich und uns ermuntert, wieder wachrüttelt und uns den Segen bringt. Halleluja. Uns den Segen bringt durch die Erkenntnis des Wortes, bekommt man nämlich den Segen. Ja. Und so wollen wir einfach wieder die Zeit, die wir mit Gott verbringen, die wir in seinem Wort verbringen, das uns heute weiter durch den Algorithmus des Segens einfach führen wird, dass wir den Geist der Liebe über uns haben und dass wir das Wort, was wir lesen, auch verstehen und verinnerlichen können. Dass das in unserem Leben einfach gute Früchte bringen kann. Ja. Und das ist die Freude, der Frieden und die Liebe. Das sind die Eigenschaften, die der Geist in uns einfach reinlegt. Ja. Und dass wir in allem durchstehen, durchhalten, immer Geduld haben, die eigentlich heißt, es vollkommen macht, ja? Ja. Unser ganzes Handeln hier. Und so sprechen wir das einfach, dir und uns zu, dass wir durch das Wort darin gestärkt werden, in all dem, was der Geist an Gutem uns gibt. Halleluja. Halleluja. Amen. Ich empfange es. Ja, nimm das. Ich auch. Mir hat es gut gefallen, wo du gesagt hast, wir erwarten, dass das Wort uns ermuntert. Ja, erfrischt, ja, frisch macht, erfrischt, wachrüttelt aus unseren Gedanken, die sich im Kreise der alltäglichen Sorgen sich drehen. Ja, und das ist wunderbar zu erwarten. Ja, ich fordere dieses vom Wort, deswegen gehe ich überhaupt in das Wort, damit mich das Wort herausreißt. Verstehst du? Das ist wunderbar. Ja, das ist nicht schlecht, wenn man darüber nochmal nachsinnt. Herausreißt, woraus denn? Jesus hat gesagt, ich bitte dich nicht, wie haben wir das gelesen, ich bitte dich nicht, dass du sie aus der Welt nimmst. Ja, sein Gebet zum Vater, genau. Sein letztes Zusammensein mit ihm. Du wirst nicht aus der Welt herauskatapultiert auf den Mond, nein, nein. Aber da, wo du in diesem System, in dieser Welt, in diesem System bist du immun, unantastbar. Für den Bösen. Unantastbar für den Bösen, dass seine Pfeile weder dich noch die Deinen zu treffen vermögen. Wie denn? Durch den Segenskreis. Ja? Durch den Segenskreis. Ja, das ist wunderbar. Denke daran. Und das Wort, heißt, du hast gesagt, wir erwarten, das Wort uns ermuntert und frisch macht und raushebt, Freude bereitet. Ja. Das heißt auf Hebräisch nochmal als Erinnerung, Hai macht. Leben gibt. Ja. Leben. Das heißt, wir dürfen Kopf hochheben, zum Licht hin und das Licht ergreifen. Solange wir das Licht nicht ergreifen, erkennen wir das Licht nicht in unserem Leben. Was wir im Johannes gelesen haben. Das Licht war da, doch die Seinen oder die Finsternis. Nein, die Finsternis. Ja, die Seinen. Er kam zu den Seinen und die Seinen haben nicht erkannt. Doch die Finsternis hat es nicht ergriffen, heißt das. Auch überwältigt, natürlich. Kann ja nicht. Aber das heißt, in meinem Tagesgewühl, das ist meine Finsternis. Ja. Wenn ich da das Wort nicht ergreife, diesen Logos, okay, dann verbleibe ich dort. Ergreife ich dieses Wort, dann katapultiert mich das Wort, reißt mich raus. So im Kolosser 1 steht, 13, ja. Er hat uns bereits herausgerissen, herausgelöst, errettet, heißt das, ja. Ja. Aus dem Machtbereich, muss man nochmal sich auf der Zunge zergehen lassen, aus dem Bereich der Macht, aus dem Machtbereich der Finsternis. Ja? Und transferiert und versetzt heißt das. Versetzt, das heißt herausgenommen, versetzt. An anderer Stelle. In das Reich der Liebe.
Und der Liebe seines Sohnes. Die das für sich verstehen und das einfach auch sich rausnehmen lassen, sich ins Licht stellen lassen. Weil das ist auch ein Moment, wo viele vielleicht sich genieren, ihre Makel, ihre Unvollkommenheit, ihre Versagen und sonst noch was, dass man sagt, habe keine Angst, dich ins Licht des Wortes zu stellen, weil er vermag dich eben, das Wort vermag dich wieder zu renovieren, genau, dich wieder zu makellos zu machen, ohne jeglichen Fehler und dich ermuntern einfach und wieder dir Puche geben, will ich sagen, wieder dir einen Schubs geben, dass du aufstehen kannst und gehen kannst. In diesem Licht, mit diesem Licht in deinem Herzen. Makellos, das ist auf Spanisch, gibt es da gute Beschreibungen in der Bibel an dieser Stelle. Das heißt, sin manchas. Mancha ist ein Fleck. Mancha, hier Fleck, hier Dreck befleckt. Ja? Nein, das heißt sin, ohne Flecken. Ja, rein. Aber wann denn? Wenn ich vom Wort erwarte, so gehe ich natürlich dann zum Wort, weil ich das erwarte. Wenn ich da keine Erwartungshaltung da mit mir bringe, wozu mache ich das Wort überhaupt auf? Einfach um Zeit zu vertreiben. So kann ich andere Dinge auch machen. Wenn du vom Wort dieses nicht erwartest, wird das Wort in deinem Leben nichts erbringen. Das ist brutal vielleicht, kann man sagen, das ist überzogen vielleicht. Nein, ich denke nicht, weil wenn man so darüber nachsinnt, wirst du dieses auch verstehen. Das ist ein Algorithmus. Ja, der erste Schritt, erwarte, mit Nachdruck, fordernd, so wie David in den Psalmen das fordert, er redet immer mit seinem Gott im Imperativ, weil er das von ihm erwartet. So. Du bist noch in viel höherer Position. Du bist jetzt nicht nur wie David. Der David hat sich gesehnt nach der Zeit, nach dem Glückseligkeitszustand, in dem du dich jetzt befindest, weil du seinen Heiligen Geist hast, weil dir deine Sünden vergeben sind, deine Nebentritte, deine Beziehungsbrüche zum Vater, auch sonst im Leben. Es steht geschrieben, ich werde deine Vergehungen nicht mal gedenken. Danach hat sich David gesehnt. Er hat gesagt, glückselig der Mann, dem die Vergehungen nicht zugerechnet werden. In Römer 4 steht das noch so schön geschrieben. So, aber was ich sagen will, erwarte. Und wir wollten heute wo beginnen, aber mich drängt jetzt nochmal, das zu unterstreichen. Wir gehen mal zum 1. Petrus. Ganz mal zum Schluss der Bibel, damit wir das nochmal präzisieren, dass man sagt, es steht geschrieben, erwarte. Und diese Erwartungshaltung, absolute Erwartungshaltung vom Wort, von deinem Vater, dass sein Heiliger Geist in dir wirkt und dass er wirkt. 1. Petrus, Kapitel 5, ab Vers 6. Und das wird in Biblischem als Demut übersetzt. Wir haben alle pervertierte Vorstellung von der Demut. Der griechische Kontext von der Demut als tapeino heißt absolute Erwartungshaltung, dass er, dein Gott und dein Vater, dieses für dich vollbringt, wenn du dich zu ihm wendest. Erwarte dieses vom Wort. Und bei mir steht geschrieben, nochmal, 1. Petrus, Kapitel 5, Vers 6. Demütigt euch. Dieses ist gemeint. Und jetzt ist geschrieben, was hast du denn davon, wenn du dich demütigst? Aber bitte in diesem Verständnis, in der absoluten Erwartungshaltung, erwartend von deinem Vater. Schreibt euch dazu. Ihr werdet vergessen, diese religiöse Überladung in unseren allen Hirnen wird diese neue Begriffserkenntnis wieder verdrängen. Muss man immer wieder renovieren. Das heißt, demütige dich, erwarte. Nun sogar steht das bei mir. Demütigt euch nun, das heißt im Hier und Jetzt, unter die mächtige Hand Gottes. Ich weiß, dass er der Pantokrator ist.
dass er der Allmächtige ist. Und er ist mein Protektor, er ist mein Vater, er spricht für mich, er ist mein Bündnispartner, mein großer Bruder. Sein Blut ist mein Blut, sein Geist ist mein Geist. Deswegen erwarte ich von ihm. Nun unter seine mächtige Hand. Wozu? Bei mir steht Komma, damit. Lernt oder versucht immer wieder, einzelne Verse für euch anzuschauen, aus diesem, will ich sagen, Christos-Verständnis. Christos heißt auf Griechisch nützlich. Wenn dieses Wort, wenn du vom Wort nichts erwartest, für dich und im Hier und Jetzt, für dich und die Deinen, in deine Situation jetzt, im Nun, so wird das Wort erstens nicht wirken und du wirst keinen Sinn darin sehen. So, deswegen steht das, damit er euch, bei mir dann steht, zur rechten Zeit, Moment, was steht bei mir? Damit er euch erhöhe. Das heißt, wenn ich von dem Wort erwarte, dann wird er mich ermuntern, wachrütteln. Wachrütteln, das heißt aus der horizontalen Position in die vertikale. Erhöhen, das heißt aus diesem Verstricktsein im Hier und Jetzt wird er dich herausreißen, hervorheben, auf den hohen Fels stellen, über deine Umstände drüber hinweg, denn da ist ein Versteck. Das ist Sicherheitsort für dich. Unter seine Flügel, das heißt nicht da unten, nein, er steht dich oben drauf unter seine Flügel, damit du endlich mal Draufsicht hast. Dieser ganze Abschnitt auch, was danach noch kommt. Ja, das ist ganz wesentlich. Das tut einfach einen genau nochmal positionieren. Ja. Nur wenn ich mich demütige unter seiner Hand, das heißt, wenn ich mich, also nochmal, wenn ich alles von ihm erwarte, in jeder meiner Situation einfach alles von ihm erwarte, natürlich das Gute, weil wenn Gott die Liebe ist, dann erwarte ich eben von ihm das Gute. Und dann heißt es, er wird dich er wird dir die Kraft geben, nachher kommt es mit dem brüllenden Löwen, einfach zu widerstehen, richtig. Und dann heißt es noch im Vers 10, der Gott aber alle Gnade, und wenn ihr einfach weiter noch liest, der wird euch zubereiten, stärken, befestigen und gründen. Halleluja. Das ist das, was wir vom Wort erwarten können. Wenn wir in sein Wort gehen, das erkennen für uns und dann auch wirklich erwarten von Gott, dass er das vollbringt, was wir erkannt haben. Wenn wir das für uns ergreifen, dann heißt es, werden wir auch widerstehen können dem Bösen und werden wir zubereitet, gestärkt, befestigt und gegründet, so dass das uns solides Fundament, so dass er uns dann erhöhen kann. Eben. Und dieses Erhöhen, er hebt uns aus den Umständen raus und stellt uns auf die Höhe, dass wir Überblick haben, dass wir Weisheit haben zu handeln, dass wir auch verstehen, wie groß er ist und wie groß wir in ihm sein können, so dass das alles unter unsere Füße dann kommt, was nicht zu dem Gesegnetsein gehört. Das ist wunderbar. Mir ist gerade nochmal klar geworden, so wie du das jetzt erklärt hast, haben wir schon x-mal drüber geredet. Ja. Aber mir ist nochmal klar geworden, in diesem gleichen Moment, wo ich vom Wort beginne zu erwarten, fordern zu erwarten, dass wenn ich mich in das Wort gehe, das Wort mich erhöht, ermuntert, frisch macht, wie die Sache zu verstehen gibt. In diesem gleichen Moment geschieht dieser Erhöhungsprozess. In diesem gleichen Moment beginne ich, so wie du gelesen hast im Vers 10, gründet er mich kräftig und stellt auf den festen Fundament. Das heißt, die Wellen, die mich fast zu überschwappten, so wie die Jünger im Boot, also denke ich gerade. In dem Moment, wo sie an Jesus sich klammern und von ihm beginnen zu erwarten, oh Meister, wach doch auf, siehst du denn nicht? Fordernd. Ja. Fordernd. Die haben sich in größter Not befunden, so wie du und ich jetzt, im Nun, hier und jetzt, auf einer oder anderen Ebene des Seins. Nun haben die sich an ihn geklammert und von ihm erwartet.
In dem Moment hat er sie drüber gestellt, der Sturm war ruhig. Die Wellen bleiben da drunter und du stehst auf dem festen Sockel, drüber auf dem Fels. Verstehst du, dass es alles im gleichen Moment ist und deswegen steht es hier im Vers 6 nochmal, demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöhe und deswegen steht hier zur rechten Zeit. Zur rechten Zeit. Nicht zu spät und heißt das auch. Das heißt auch nicht zu spät. Wir denken, am Sankt Nimmerleinstag, nein, zur rechten Zeit, das ist auf dem Griechisch, steht nochmal, wir haben schon mal gehört von mir, aber nochmal als Ermunterung, Theos, Theos wird gesprochen, aber geschrieben gut, Theos mit H geschrieben Gott. Das heißt, zur rechten Zeit heißt es buchstäblich gesagt, Gott gut. Das heißt, in dem Moment, wo du beginnst von seinem Wort zu erwarten, weil er ein guter Gott ist, bist du schon drüben. Und das heißt aus dem griechischen Kontext, Entschuldigung, habe ich vorenthalten, sogleich. Oiteos heißt das sogleich, in diesem gleichen Augenblick. Und das heißt zur rechten Zeit, er hat mit dick dazu geschrieben, dass ich das ja nicht vergesse. Halleluja. Ja? Und das war jetzt nur als Vorspann gedacht. Ja? Na, nicht gedacht, aber es hat uns so dahin geführt, ja? Vom Heiligen Geist dahin geführt. Und wenn das so ist, dann muss man dem nachgehen. Ja? Alles geht ja sowieso in einem Kontext. Und das ist der Algorithmus, worüber wir geredet haben. Eins der vielen. Ja? Aber um hier zu nehmen, um handeln zu können, mach das dein Wort auf, mach. Aber erwarte von deinem Wort, dass das Wort, was an dich gerichtet ist, dich aus dieser deiner Situation jetzt herauslöst, dir den nächsten Schritt zeigt, dir einen Gedanken gibt, einen Impuls, den du bitte nachgehen sollst. Oder? Wenn ich von einem erwarte, dass er mir hilft und der kommt und beginnt mit mir zu arbeiten und ich denke, nein, das ist so vielleicht doch nicht. Okay, dann bringt es mir das nichts. Alles umsonst gewesen. Ja. Und dieser Demut beinhaltet in sich eigentlich auch das, was wir in diesem schon allerletzten Podcast, worüber wir gesprochen haben, wo wir dann im 5. Mose 28 waren und immer gelesen haben, gleich von Anfang an, wenn du getreulich der Stimme des Herrn deines Gottes gehorchst und alle seine Gebote beobachtest, wunderbar, die ich dir heute achtest, gebe. Heißt es, ja. Hörst und beobachtest, achtest, ja. Okay. Das beinhaltet auch die Demut, dass man sagt, nicht weil nur, ich weiß, dass mich das weiterbringt. Die Demut das heißt ist der Weg. Auch, wirf deine Sorgen auf den Herrn, was wir jetzt vorher im 1. Petrus da gelesen haben. Es geht ja darum, sich zu demütigen, heißt auch, alle Sorgen auf ihn werfen und von ihm das alles zu erwarten. Weil ich weiß, weil er meine Sorgen löst. Weil ich weiß, das Wort mich daraus katapultiert, aus diesem Sorgenmeer, was über mich drüber schwappt. Er stellt mich drauf, ich bin schon drüber. Weil das ist dann wieder dieser kausale Zusammenhang. Ich kann demütig von Gott alles erwarten, wenn ich eben auf seine Stimme höre. Ja, auf seine Stimme höre und seinem Gebot, seinem Wort heißt es einfach meine ganze Aufmerksamkeit schenke. Wenn ich auch in meinem Alltag einfach nach seinem Wort handle, so wie er das mir das heißt nochmal als Beispiel, wunderbar. Ich bin in der Mathematikunterricht und höre, was der Lehrer sagt. Wenn ich zum Fenster rausschaue und da Vögel draußen zähle, werde ich nicht kapieren. Morgen ist der Aufgabe, habe ich wieder niedergezogen, 6er geschrieben. Gut, aber nun höre hin, ich sinne darüber nach und beginne danach zu handeln. Ich beginne dieser Formel, diesem Algorithmus zu folgen. Beginne diese Formel an dieser Stelle einzusetzen. Wow, macht Spaß, ich bekomme richtige Antwort. Und dann bekomme ich noch Lob von Lehrer. Ja, wofür denn? So gesehen. Wofür denn? Dass ich gehört habe, für mich nachgesonnen habe, verstanden habe und danach gehandelt habe. Dann habe ich das Gute, die Frucht meines Handels in der Hand. Und warum? Weil ich das Gute angenommen habe. Genau. Ja. Weil ich die guten Lösungen von ihm angenommen habe. Halleluja. Ja.
So. Und das ist eigentlich das, worüber wir heute... Wo wir einsteigen wollten. Genau. Und weil jetzt schon die Zeit recht vorgeschritten ist, lesen wir vielleicht, gehen wir doch mal vielleicht nochmal zum 1. Petrus nochmal zurück. Und dann nächste Woche starten wir durch dann mit weiterer Betrachtung von 5. Mose 28. Aber weil das so schön ist. Nochmal, 1. Petrus, Kapitel 5, ab Vers 6. Ich lese nochmal meine Übersetzung. Demütigt euch nun, ist an mich geschrieben, kann ich auf mich bezogen, demütige dich nun unter die mächtige Hand Gottes, damit dich erhöhe im Hier und Jetzt, zur rechten Zeit, das heißt in rechter Zeit, da wo du das Wort aufmachst, da wo du Kontakt herstellst, da wo du, wir haben gesagt, online gehst zum Wort, okay, Ion, online, gut, zur rechten Zeit. Wie denn? Jetzt folgt die Erklärung, wie soll ich mich denn demütigen, was wir jetzt angesprochen haben, ja? Kapitel 7, in dem steht es bei mir, in dem du alle deine Sorge auf ihn wirfst. Und dieses Werfen, haben wir gesagt, das ist absolut aktiver Akt. Ja? Das ist absolut aktive Handlung. Nicht passiv, ja, ich denke daran und im Gebet habe ich das vor ihn gebracht. Ist nett. Ja, das ist lediglich nett. Aber dann bleibt bei dieser Nettigkeit und nichts geschieht. Wir sind da lange durchgegangen. Ja, das können wir aus unserer Erfahrung zu Genüge, dass die berichten. Es sei denn, dass du diese Sorge hervorholst und auf ihn wirfst. Ja? Und im Griechischen steht, dass dieses Wort, deswegen habe ich extra gesagt, hervorholst, das ist auf Griechisch Ek, die Ecke. Und werfen heißt Ballo, deutscher Ball kommt daher. Das heißt Eckball, wenn du das kombinierst. Und schau dir nochmal Fußball an, das ist ganz ermunternd, ein christliches Spiel, sage ich dazu, Fußball, vor allem wenn die Eckball schießen. Da kannst du lernen, wie du deine Sorge auf den Jesus, auf ihn wirfst. Schau dir das genau an. Mit welcher Entschlossenheit, mit welcher Wucht dieses geschieht, diese Sorge, dieser Ball, mit welcher Wucht daraus katapultiert wird aus der Ecke. Sonst tust du dich nämlich zu den Stolzen hinstellen. Genau, Und, wenn du das nicht machst... Vor dem Vers 5 steht nochmal, Zitat aus den Sprüchen 3, 34, Gott widersteht Stolzen, aber Demütigen gibt er Gnade. Wo steht nochmal Sprüche? Sprüche 3, 34 ist das. 34. Und dann heißt es, wenn du das nicht so machst, wie Gott dir das sagt, dass du alle deine Sorgen auf ihn wirfst, das steht dann im Vers 7 nachher, dann gehörst du zu den Stolzen, die selber alles machen wollen. Ich schaffe das selber. Okay, aus seiner eigenen Kraft das machen wollen. Aber dann erwarte eben nichts von Gott. Dann sei zufrieden auch mit der negativen Lage, in der du vielleicht geraten tust, wenn du das nicht tust. Und das ist, was du gerade gesagt hast, wird nochmal jetzt im Vers 8 erklärt, zum Schluss sagen wir, sei, da steht sei, und das ist im Imperativ geschrieben als fortwährend geforderte Handlung, ohne Unterbrechung, ohne Pause, iterative Handlung. Seid nüchtern und wach. Okay? Ja. Mit Ausrufezeichen. Seid nüchtern und wach, Ausrufezeichen. Wozu denn? Wozu? Hat das einen Sinn? Ja, es hat einen Sinn. Denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie, merkt euch das, schreibt euch nochmal, kreist euch das ein, damit ihr merkt, wie ein brüllender Löwe, ein möchtegern Löwe, ist kein echter Löwe, er brüllt nur herum und wir kriegen alle volle Hosen. Weil er mal herumbrüllt, weil unsere Umstände sich so gebärden, so sich gestalten, dass wir gar nicht wissen, wohin und wie. Ein brüllender Löwe. Wie ein brüllender Löwe, Entschuldigung, wie ein brüllender Löwe. Seid nüchtern und wach, eure Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht nach der Bresche in deinem Segenskreis. Ja? Sucht nach der Bresche, wenn er verschlingen kann. Sucht nach dem Stolzen. Da, wo du selbst das agieren kannst. Ja. Erwarte doch.
lass dieses Gefühl des High-Seins, Lebendigseins, High, lebendig heißt auch, ja, denkt da, lebendig, lebe doch nun, ja, und das sprechen wir dir zu. In Jesu Namen ist Halleluja. das möglich. Ja. Eine gesegnete Woche. Amen. Amen.